Lektion 1: Großzügigkeit im Urlaub und Fairness am Arbeitsplatz. Weißt du, mit den bevorstehenden Feiertagen ist es eine Zeit, in der viele Menschen das Gefühl haben, am Arbeitsplatz ausgeraubt zu werden, besonders wenn es um die Bezahlung geht. Das ist ein wirklich interessanter Punkt, John. Die Weihnachtszeit kann sicherlich Themen wie Fairness und Vergütung am Arbeitsplatz ins Rampenlicht rücken. Genau. Ich meine, du arbeitest das ganze Jahr über hart, und wenn es dann um Dinge wie Urlaubsgeld oder Gehaltserhöhungen geht, kann es sich so anfühlen, als ob du nicht richtig belohnt wirst. Ich kann mir definitiv vorstellen, wie frustrierend das wäre. Die Feiertage sollen eine Zeit der Großzügigkeit sein, aber wenn Sie sich bei der Arbeit unterlegen fühlen, kann das die Stimmung wirklich trüben. Absolut. Es ist wie, hey, die Firma macht einen Haufen Geld, aber ich komme immer noch vorbei, es fühlt sich einfach nicht richtig an, weißt du? Ich höre dich. Es entsteht ein Gefühl des Ungleichgewichts, wenn man sieht, dass Führungskräfte riesige Boni erhalten, während die einfachen Angestellten selbst in den Ferien darum kämpfen, über die Runden zu kommen. Genau. Und es geht nicht nur ums Geld, es geht darum, sich für ihre Arbeit geschätzt zu fühlen. Die Feiertage sollten eine Zeit sein, um das zu feiern und sich nicht vernachlässigt zu fühlen. Das ist ein wirklich gutes Argument. Die Feiertage sind eine Zeit, in der wir uns auf Dinge wie Dankbarkeit, Großzügigkeit und das Verbreiten von Freude konzentrieren sollten. Aber wenn Ihr Arbeitsplatz nicht ausreicht, kann das wirklich untergraben. Vollkommen. Ich meine, ein bisschen mehr Urlaubsgeld oder eine nette Geste von den Vorgesetzten können viel dazu beitragen, die Moral zu steigern und den Leuten das Gefühl zu geben, geschätzt zu werden. Absolut. Kleine Gesten der Freundlichkeit und Anerkennung am Arbeitsplatz können einen großen Unterschied machen, besonders in der Weihnachtszeit, wenn alle bereits gut gelaunt sind. Genau. Es geht nicht nur um das Geld, es geht darum, dass sich die Menschen das ganze Jahr über für ihre Beiträge gesehen und geschätzt fühlen. Definitiv. Die Feiertage sollten eine Zeit sein, um zusammenzukommen und sich gegenseitig zu stärken, ohne sich verärgert oder übersehen zu fühlen. Ich hoffe, mehr Unternehmen erkennen das an. Ich auch. In Ordnung, Zeit, ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten und meinen Chef daran zu erinnern, dass ein bisschen viel ausrichtet. Ich liebe es, John. Kanalisieren Sie die Feiertagsstimmung und setzen Sie sich für die faire Behandlung ein, die Sie und Ihre Kollegen verdienen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke, Anna. Gut, Zeit, sich an die Arbeit zu machen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Diese Weihnachtszeit wird anders sein, das spüre ich. Ich setze auf dich, John. Geh und hol sie dir. Und vergiss nicht, dir etwas Zeit zu nehmen, um die Jahreszeit auch mit Freunden und Liebsten zu genießen. Du hast es. In Ordnung, machen wir das, Fairness und Großzügigkeit für alle. Lektion 2: Der zeitlose Reiz der klassischen Literatur. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie es einigen der größten Werke der Literatur gelungen ist, die Leser seit Jahrhunderten in ihren Bann zu ziehen. Ist das nicht bemerkenswert? Absolut. John. Selbst 100 Jahre nach ihrer Entstehung werden die Gedichte und Theaterstücke literarischer Meister immer noch weithin bewundert, sowohl von Experten als auch von Gelegenheitslesern. Genau. Das Beste der klassischen Literatur hat einfach etwas so Zeitloses und Universelles an sich. Die Themen und Geschichten scheinen Zeit und Kultur zu überschreiten. Definitiv. Die Einsichten und die Kunstfertigkeit dieser brillanten Autoren sprechen die menschliche Erfahrung auf tiefgründige und dauerhafte Weise an. Richtig. Es ist erstaunlich,
wie diese Werke auch Generationen später noch so großen Anklang finden können. Sie müssen etwas Besonderes an sich haben. Ich denke, es ist eine Kombination aus meisterhafter Handwerkskunst, der Tiefe von Emotionen und Ideen und der Fähigkeit, die Essenz des Menschseins einzufangen. Gut gesagt. Die Autoren waren wahre Virtuosen, die in der Lage waren, solch komplizierte und bedeutungsvolle Erzählungen miteinander zu verweben. Absolut. Und die Themen, die sie erforschten, Liebe, Verlust, Ehrgeiz, Moral, das sind die zeitlosen Kämpfe, mit denen wir uns alle als Menschen auseinandersetzen. Genau. Ihre Einblicke in die menschliche Erfahrung scheinen die Grenzen von Zeit und Kultur zu überschreiten. Definitiv. Deshalb haben diese klassischen Werke Bestand gehabt und ziehen in jeder Epoche immer wieder neue Leser in ihren Bann. Einverstanden. Sie haben einfach eine unbestreitbare Magie, die die Menschen immer wieder zurückzieht. Absolut. Die Kraft großartiger Literatur, uns zu inspirieren, herauszufordern und zu bewegen, ist wirklich bemerkenswert. Gut gesagt. Es ist ein Beweis für die Brillanz und Kunstfertigkeit dieser literarischen Giganten. Absolut. Ihre Fähigkeit, solch zeitlose und universelle Werke zu schaffen, ist wirklich beeindruckend. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung. Ich fühle mich inspiriert, einige dieser klassischen Meisterwerke noch einmal zu besuchen. Irgendwelche Empfehlungen? Lass mich nachdenken. Vielleicht könnten wir in die poetische Brillanz Shakespeares oder in die umfassenden Erzählungen von Tolstoi eintauchen. Oh, hervorragende Ideen. Ich bin immer bereit, mehr von den literarischen Größen zu entdecken. Wo sollen wir anfangen? Wie wäre es, wenn wir mit einem Klassiker beginnen, den Sie noch einmal lesen wollten? Ich freue mich, an deiner Seite einzutauchen. Klingt perfekt. Okay, Zeit, wieder einmal in die zeitlose Welt der großen Literatur einzutauchen. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine bereichernde und aufschlussreiche Reise. Absolut. Okay, lass uns anfangen. Die Klassiker erwarten dich. Lektion 3: Kulinarische Schätze entdecken. Hey, Anna, ich bin gerade auf dieses wirklich seltene und einzigartige Kochbuch gestoßen, von dem ich denke, dass es dir gefallen würde. Hast du in letzter Zeit versucht, irgendwelche Spezialkochbücher auszulesen? Oh, ein seltenes Kochbuch, hm? Das klingt absolut faszinierend. Ich war in letzter Zeit auf der Suche nach neuen und interessanten Rezeptquellen. Was macht diesen so besonders? Nun, zunächst einmal ist es eine Sammlung traditioneller Rezepte aus dieser wirklich obskuren Kulturregion, von der nicht viele Menschen wissen. Der Autor verbrachte Jahre damit, zu reisen und zu recherchieren, um es zusammenzustellen. Wow, das klingt nach einem unglaublichen Fund. Ich liebe es, solche versteckten kulinarischen Juwelen zu entdecken. Welche einzigartigen Gerichte enthält das Kochbuch? Allerlei tolle Sachen, alles von traditionellen Broten und Eintöpfen bis hin zu exotischeren Fleisch- und Gemüsezubereitungen. Die Aromen sind einfach so lebendig und anders als alles, was ich zuvor probiert habe. Das ist unglaublich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Warum bist du überhaupt auf dieses seltene Kochbuch gestoßen? Um ehrlich zu sein, habe ich tatsächlich aus einer Laune heraus in diesem kleinen gebrauchten Buchladen in der Innenstadt gestöbert, und da war er versteckt im Regal. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ein verstecktes Juwel in einem Antiquariat.
Daraus sind Feinschmeckerträume gemacht. Ich muss einen Ausflug dorthin machen und schauen, ob ich noch andere kulinarische Schätze entdecken kann. Auf jeden Fall musst du es dir ansehen. Der Besitzer kennt sich sehr gut mit all den einzigartigen Kochbüchern und Spezialitäten aus, die sie anbieten. Ich wette, sie könnten dich in die richtige Richtung weisen. Oh, ich freue mich so darauf, jetzt ein kulinarisches Abenteuer zu erleben. Wer weiß, auf welche anderen seltenen und faszinierenden Rezeptsammlungen ich stoßen könnte. Das wird lustig werden. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, alles über die versteckten Juwelen zu erfahren, die du entdeckst. Vielleicht können wir irgendwann sogar versuchen, einige der exotischen Gerichte zusammen zuzubereiten. Ich liebe diese Idee. Es wäre so ein lustiges Kochprojekt, in diese einzigartigen Rezepte einzutauchen und unseren kulinarischen Horizont zu erweitern. Ich bin dabei. Wunderbar, dann ist es ein Plan. In Ordnung, Zeit, unser nächstes kulinarisches Abenteuer zu planen. Das wird fantastisch. Ich freue mich so, John. Neue und interessante Lebensmittel zu entdecken ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Dies wird uns eine ganz neue Welt der Aromen eröffnen. Du hast es gesagt. In Ordnung, machen wir das. Die Suche nach kulinarischen Schätzen erwartet sie. Wuhu, lass uns gehen. Das wird ein absoluter Knaller. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche gastronomischen Köstlichkeiten wir entdecken. Ich auch nicht. In Ordnung, zurück zur Planung. Das wird ein episches Feinschmeckerabenteuer. Lektion 4. Sinnvolle Verbindungen pflegen. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, unsere Beziehungen zueinander zu pflegen, besonders im Geiste Christi. Das ist eine wirklich durchdachte Perspektive, John. Unsere Verbindungen zu anderen sind so wichtig für ein erfülltes Leben, nicht wahr? Absolut. Ich habe das Gefühl, dass es leicht ist, sich im Alltag zu verlieren und manchmal vergessen wir, diesen wichtigen Bindungen Priorität einzuräumen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst bemühen, unsere Beziehungen zu vertiefen und sicherzustellen, dass sie von den Prinzipien des Glaubens und des Mitgefühls geleitet werden. Definitiv. Ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist, präsent zu sein und einander wirklich zuzuhören. Manchmal sind wir so sehr in unseren eigenen Gedanken und Plänen gefangen, dass wir uns nicht voll und ganz engagieren. Das ist ein gutes Argument. Aktives Zuhören und volle Aufmerksamkeit auf die andere Person zu richten, ist ein solches Geschenk. Es zeigt ihnen, dass sie geschätzt und gehört werden. Genau. Und es geht nicht nur um die großen Momente, sondern auch um die alltäglichen Interaktionen. Die kleinen Gesten und ermutigenden Worte können den Unterschied ausmachen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich fühle mich inspiriert. Lasst uns einen Pakt schließen, um unsere Beziehungen zu geliebten Menschen gezielter zu stärken. Ich liebe diese Idee, John. Etwas mehr Achtsamkeit und bewusstes Bemühen, unsere Beziehungen zu vertiefen. Es ist eine wunderschöne Art,
unseren Glauben zu ehren und mehr Licht in die Welt zu bringen. Genau. Okay, machen wir das Zeit, ein bisschen mehr Liebe und Gemeinschaft zu verbreiten, eine Verbindung nach der anderen. Ich bin bei dir, Partner. Das wird so lohnend sein. Auf zu bedeutungsvolleren, auf Christus ausgerichteten Beziehungen. Verdammt ja, lass uns gehen. In Ordnung, zurück zur Planung. Ich spüre schon, wie die Inspiration fließt. Lektion 5. Belästigung am Arbeitsplatz verstehen. Anna, ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Mir sind einige besorgniserregende Probleme im Zusammenhang mit sexueller Belästigung an unserem Arbeitsplatz aufgefallen. Oh mein Gott, das ist ziemlich ernst. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was vor sich geht? Ich möchte sicherstellen, dass wir das richtig angehen. Nun, es scheint, dass einige unangemessene Verhaltensweisen und Kommentare stattgefunden haben, und mehrere Mitarbeiter fühlen sich dadurch sehr unwohl. Das ist inakzeptabel. Sexuelle Belästigung kann viele Formen annehmen, die über körperliche Annäherungen hinausgehen. Selbst subtile Kommentare oder Gesten können die Grenze überschreiten. Genau. Und es sind nicht nur die offensichtlichen Fälle. Manchmal kann ein Mitarbeiter ungewollter Aufmerksamkeit oder unangemessenen Witzen ausgesetzt sein, die eine feindliche Umgebung schaffen. Du hast absolut recht. Belästigung kann heimtückisch und manchmal schwer zu lokalisieren sein. Wir müssen darauf achten, alle Arten zu erkennen, wie sich dies manifestieren kann. Definitiv. Die Auswirkungen auf die Opfer können sowohl beruflich als auch persönlich äußerst schädlich sein. Wir müssen klarstellen, dass ein solches Verhalten nicht toleriert wird. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Jeder verdient es, sich am Arbeitsplatz sicher und respektiert zu fühlen. Wir müssen klare Richtlinien und Berichtsverfahren festlegen, um dieses Problem direkt anzugehen. Definitiv. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir allen Mitarbeitern Schulungen darüber anbieten, was Belästigung ist und wie man sie erkennt. Das ist eine hervorragende Idee. Proaktive Maßnahmen wie diese können einen großen Beitrag zur Förderung eines gesünderen, integrativeren Arbeitsumfelds leisten. Absolut. Und natürlich müssen alle gemeldeten Vorfälle gründlich untersucht und schnell und angemessen behandelt werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es darf keine Grauzone geben, wenn es darum geht, unsere Mitarbeiter vor Belästigung und Diskriminierung zu schützen. Richtig. In Ordnung. Lassen Sie uns den Stein ins Rollen bringen. Ich möchte sicherstellen, dass wir dieses Problem im Keim ersticken und unseren Arbeitsplatz zu einem sicheren, respektvollen Ort für alle machen. Ich bin bei dir, John. Dies ist ein kritisches Thema, das unsere sofortige Aufmerksamkeit und unser Handeln erfordert. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Veränderung herbeizuführen, die wir brauchen. Fantastisch. Ich bin bereit einzutauchen. In Ordnung. Zeit, den Stein ins Rollen zu bringen und diese Belästigungssituation direkt anzugehen. Absolut. Ich freue mich, dass wir das proaktiv angehen. Ich weiß, dass wir mit den richtigen Richtlinien und Schulungen eine Unternehmenskultur fördern können, die von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt ist. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung. Machen wir das. Zeit, Belästigungen auszumerzen und ein gesünderes Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. Lektion 6. Bliss. Hey Anna, ich stimme zu. Ich liebe die Idee, einfach nur zu faulenzen und die Sonne in unserem Garten zu genießen. Es ist der perfekte Weg, um nach einem langen Tag zu entspannen. Unbedingt. Es gibt nichts Schöneres,
als eine schöne Zeit im Freien zu verbringen und die Wärme und Gelassenheit zu genießen. Es ist so verjüngend. Definitiv. Außerdem ist unser Garten mit der schönen Terrasse, die wir haben, und all dem schönen Grün wie unsere eigene kleine Oase. Oh, ja. Die Terrassenmöbel sind so bequem und ich finde es einfach toll, wie üppig und friedlich sich der ganze Raum anfühlt. Es ist unser persönlicher Zufluchtsort. Genau. Und das Beste daran ist, dass wir nicht einmal irgendwo hingehen müssen, um es zu genießen. Alles, was wir brauchen, ist genau hier, nur ein paar Schritte draußen. Absolut. Keine überfüllten Strände oder belebten Parks, nur wir, die Sonne und unser kleiner Rückzugsort im Freien. Es ist pure Glückseligkeit. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich finde, wir sollten es öfter nutzen, weißt du? Nehmen Sie sich einfach etwas Zeit, um sich wirklich zu entspannen und abzuschalten. Definitiv. Es ist so leicht, sich im Alltagstrott zu verlieren und zu vergessen, langsamer zu werden und die einfachen Freuden zu genießen. Aber unser Hinterhof ist das perfekte Mittel. Genau. Schon 1 oder 2 Stunden hier draußen, ein kühles Getränk zu schlürfen und den Vögeln zuzuhören, kann wirklich Wunder für Körper und Geist bewirken. Absolut. Es ist wie das Drücken der Reset-Taste. All der Stress und die Sorgen verschwinden einfach, wenn sie von dieser natürlichen Gelassenheit umgeben sind. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. In Ordnung, ich bin überzeugt, wir müssen anfangen, uns mehr Zeit für Glückseligkeit im Garten zu nehmen. Wer weiß, vielleicht können wir sogar den Grill anwerfen und eine kleine Dinnerparty im Freien veranstalten. Oh, ich liebe diese Idee. Ein Grillen im Hinterhof klingt absolut perfekt. Wir können ein paar Lichterketten aufstellen, vielleicht ein paar Kerzen anzünden und uns einfach in der Wärme von gutem Essen, guter Gesellschaft und guter Stimmung sonnen. Ich fühle mich schon entspannter, wenn ich nur daran denke. In Ordnung, machen wir es, Zeit, unser nächstes Abenteuer in der Hinterhofoase zu planen. Ja, lass uns. Ja, ich kann es kaum erwarten. Das wird so verjüngend sein. Leben im Freien vom Feinsten. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, kommen wir zur Sache. Glückseligkeit im Hinterhof erwartet Sie. Lektion 7. Olympische Hindernisse überwinden. Anna, wussten Sie, dass die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee in den ersten Jahren für die Kubatin eine extreme Herausforderung war? Wirklich. Mir war nicht bewusst, dass es in den Anfängen der modernen Olympischen Spiele so viele Hindernisse gab. Vor welchen Herausforderungen stand die Kubatin? Zunächst einmal stand das IOC de Coubertins Vision, die antiken griechischen Spiele wiederzubeleben, sehr skeptisch gegenüber. Sie zögerten, sich hinter etwas so Unkonventionelles zu stellen. HMM, das ist faszinierend. Ich hätte gedacht, das IOC wäre erpicht darauf gewesen, die Wiederbelebung einer solch prestigeträchtigen globalen Veranstaltung zu unterstützen. Das würdest du denken, oder? Aber de Coubertin musste wirklich kämpfen, um sie von den Vorzügen und der Bedeutung der Olympischen Spiele der Neuzeit zu überzeugen. Wow, das muss unglaublich frustrierend gewesen sein. Er versuchte, diese historische Tradition zurückzubringen. Und genau die Organisation, die sie beaufsichtigen sollte, widersetzte sich. Genau. Und nicht nur das, de Coubertin sah sich auch mit viel Widerstand verschiedener nationaler Sportverbände konfrontiert, die sich weigerten, daran teilzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze dadurch noch schwieriger wurde, das Ganze auf die Beine zu stellen. Er muss viel diplomatisch und verhandelt haben.
Absolut. Es bedurfte jahrelanger unermüdlicher Bemühungen seinerseits, die olympische Bewegung endlich auf kohärente, globale Weise zum Laufen zu bringen. Das ist unglaublich. Es ist erstaunlich, an all die Arbeit und Beharrlichkeit hinter den Kulissen zu denken, die nötig waren, um die Olympischen Spiele wiederzubeleben und sie zu dem weltweiten Phänomen zu machen, das sie heute sind. Das hast du richtig verstanden. De Coubertins Vision und Entschlossenheit angesichts so vieler Hindernisse sind wirklich inspirierend. Ich stimme voll und ganz zu. Er muss eine unglaubliche Leidenschaft gehabt haben und an die Kraft des olympischen Geistes geglaubt haben, um trotz aller Widerstände weiter voranzukommen. Definitiv. Und schauen Sie, wohin es uns geführt hat. Die Olympischen Spiele sind heute eine der berühmtesten und prestigeträchtigsten globalen Veranstaltungen. Absolut. Es zeigt nur, was durch bloße Willenskraft, Vision und Engagement für etwas Größeres als man selbst erreicht werden kann. Gut gesagt. Gut, hören wir es uns für die Pionierarbeit von de Coubertin und all denen an, die dazu beigetragen haben, die Olympischen Spiele der Neuzeit Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, absolut. Ein Hoch auf die Überwindung der Hindernisse und darauf, die Welt durch die universelle Sprache des Sports zusammenzubringen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, Zeit, tiefer in die reiche Geschichte der olympischen Bewegung einzutauchen. Das ist faszinierendes Zeug. Lektion 8. Diskussion über den neuesten Action-Blockbuster. Hey Anna, ich habe gehört, dass ein neuer Actionfilm veröffentlicht wird, der tolle Kritiken bekommen hat. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich hatte keine Gelegenheit, den zu erwischen. Was hast du davon gehört? Lohnt es sich auszuchecken? Aufgrund der Begeisterung, die ich gehört habe, klingt es nach einem wirklich aufregenden und gut ausgeführten Actionfilm. Die Stunts und Spezialeffekte sind offenbar unübertroffen. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe einen guten Actionfilm mit hoher Oktanzahl, besonders wenn der Produktionswert erstklassig ist. Definitiv. Und die Kritiken scheinen auch von der Leistung des Hauptdarstellers zu schwärmen. Offenbar haben sie wirklich das perfekte Gleichgewicht zwischen Intensität und Charisma gefunden. Toll, das ist immer eine wichtige Zutat für einen erfolgreichen Actionhelden. Jemand, der die Körperlichkeit durchziehen kann, aber auch über diese magnetische Bildschirmpräsenz verfügt. Genau. Außerdem habe ich gehört, dass die Handlung überraschend fesselnd ist, mit einigen unerwarteten Wendungen in der Handlung und komplexen Charakterbögen. Das ist faszinierend. Ich weiß es zu schätzen, wenn ein Actionfilm etwas mehr Substanz hat als nur endlose Kampfszenen und Explosionen. Das Gleiche hier. Es ist immer besser, wenn es zu all dem Nervenkitzel eine fesselnde Erzählung gibt. Absolut. Nun, du hast definitiv mein Interesse geweckt, John. Ich werde mir diesen neuen Actionfilm bald ansehen müssen. Tun Sie es auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, du wirst es wirklich genießen. Alle Elemente scheinen für ein wirklich fesselndes Kinoerlebnis da zu sein. Hervorragend, ich bin begeistert. In Ordnung, Zeit, das auf meine Liste zu setzen, die man gesehen haben muss. Danke für die Empfehlung, John. Du hast es. Ich bin sicher, wir werden danach viel Spaß haben, darüber zu diskutieren. Zeit, sich mit Actionfilmfans zu verbinden, habe ich recht? Haha, absolut. Ich kann es kaum erwarten, einzutauchen und unser Adrenalin in Schwung zu bringen. Das wird lustig. Du weißt es. In Ordnung,
machen wir das, Zeit, um uns Actionfilmen der nächsten Generation hinzugeben. Ich bin so bereit. Her mit den Explosionen, Kampfszenen und Wendungen in der Handlung. Das wird episch. Verdammt ja, lass es uns machen. In Ordnung. Der Kinoabend steht offiziell auf der Tagesordnung. Lektion 9. Die Schlacht von Little Bighorn. Hey Anna, wusstest du von der Schlacht von Little Bighorn und dem Hinterhalt, dem die amerikanischen Streitkräfte ausgesetzt waren? Nein, ich bin mit dieser speziellen Schlacht nicht vertraut. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was passiert ist? Nun, es war ein großes Engagement während des großen Sioux-Krieges von 1876. Die amerikanische Streitmacht, angeführt von General Custer, bestand aus rund 570 Soldaten. Wow, das ist eine beachtliche Streitmacht. Und mit wem genau hatten sie es zu tun? Sie standen einer vereinten Streitmacht von rund 450 Lakota, Cheyenne und Arapaho-Kriegern gegenüber, die tatsächlich einen Hinterhalt für die Amerikaner vorbereitet hatten. Ein Hinterhalt, hm? Das muss Custers Männer also ernsthaft benachteiligt haben. Absolut. Der darauffolgende Laufkampf war unglaublich intensiv und chaotisch. Custer und sein gesamtes Kommando wurden letztendlich ausgelöscht. Oh mein Gott, das ist ein verheerender Verlust für die amerikanische Seite. Was hat zu einer so vernichtenden Niederlage geführt? Nun, die Streitkräfte der amerikanischen Ureinwohner waren hochqualifizierte und erfahrene Krieger, und sie hatten mit dem Hinterhalt den Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Ich verstehe. Also waren Custer und seine Männer bei diesem Gefecht einfach unterlegen und ausmanövriert? Genau. Die Lakota, Cheyenne und Arapaho-Jäger waren in der Lage, Custers Truppen zu umzingeln und zu überwältigen, die zahlenmäßig weit unterlegen waren. Das ist ein unglaubliches und tragisches historisches Ereignis. Ich kann mir nur vorstellen, wie monumental dieser Verlust für die amerikanische Armee zu dieser Zeit war. Absolut. Es war ein wichtiger Wendepunkt im großen Sioux-Krieg und ein verheerender Schlag für die Versuche des US-Militärs, die Indianerstämme zu unterwerfen. Faszinierend. Es unterstreicht wirklich das Können und die Widerstandsfähigkeit der Lakota, Cheyenne und Arapaho-Krieger angesichts der amerikanischen Streitkräfte. Definitiv. Sie waren in der Lage, ihre genaue Kenntnis des Geländes und ihre überlegenen taktischen Fähigkeiten zu nutzen, um diesen bemerkenswerten Sieg zu erringen. Es ist ein faszinierendes Stück Geschichte. Ich bin dankbar, dass Sie mir diese Geschichte erzählt haben. Sie ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie der Außenseiter manchmal allen Widrigkeiten zum Trotz triumphieren kann. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, Zeit, noch tiefer in die Details dieser epischen Schlacht einzutauchen. Es gibt noch so viel mehr faszinierende Geschichte zu entdecken. Absolut, ich bin begeistert. Dies wird eine spannende und aufschlussreiche Untersuchung eines entscheidenden Moments in den Beziehungen zwischen den amerikanischen Ureinwohnern sein. Genau. In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Die Schlacht von Little Bighorn ruft, und ich kann es kaum erwarten, weitere tiefgründige Lehren daraus zu ziehen. Ich auch nicht. Das wird eine unglaubliche Lernerfahrung. Weiter geht es darum, die Feinheiten dieses entscheidenden Zusammenpralls der Kulturen zu enträtseln. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, machen wir das. Geschichtsinteressierte versammeln sich. Lektion 10. Den perfekten Kurzurlaub planen. Hey Anna, hast du schon angefangen, unsere bevorstehende Reise zu planen?
Ich freue mich sehr darauf. Ja, ich habe darüber nachgedacht, einige Unterkünfte und Aktivitäten zu buchen. Welche Art von Urlaub hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, es wäre schön, eine gemütliche kleine Hütte in den Bergen zu finden, wo wir uns wirklich entspannen und wieder mit der Natur verbinden können. Oh, das klingt absolut reizend. Die frische Bergluft und die ruhige Umgebung wären das perfekte Gegenmittel zu unserem geschäftigen Leben. Genau. Und ich hatte gehofft, wir könnten einen Ort mit unterhaltsamen Freizeitmöglichkeiten im Freien finden, wie Wandern oder Kajakfahren. Perfekt. Auf diese Weise können wir aktiv und abenteuerlustig bleiben, aber auch genügend Zeit haben, um uns einfach zu entspannen und neue Energie zu tanken. Definitiv. Und vielleicht könnten wir sogar eine Hütte mit einem schönen Whirlpool oder Kamin für gemütliche Abende finden. Jetzt redest du. Das wäre das Nonplusultra an Entspannung und Romantik. Ich liebe den Klang davon. Kluge Köpfe denken ähnlich, meine Liebe. In Ordnung. Also werde ich anfangen, einige Seiten für die Vermietung von Kabinen zu durchsuchen und zu sehen, was wir finden können. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für ein verstecktes Juwel wir entdecken. Das wird so ein wunderbarer Kurzurlaub. Ich stimme voll und ganz zu. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Glückseligkeit in den Bergen ist genau das, was wir gerade brauchen. Absolut. Allein bei dem Gedanken daran fühle ich mich schon entspannter. Ich kann die Pinien praktisch riechen. Haha, hier ist es genauso. In Ordnung, lassen Sie uns mit der Planung beginnen. Je früher wir die Einzelheiten festschreiben, desto eher können wir anfangen, unsere Koffer zu packen. Ich bin so an Bord. Das wird episch. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir am Kamin gekuschelt sind und heißen Kakao unter dem Sternenhimmel schlürfen. Oh, dieses mentale Bild ist perfekt. Okay, Zeit, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Die Hüttenjagd beginnt jetzt. Ich bin ganz bei dir, Partner. Lass uns das machen. Der ultimative Kurzurlaub in den Bergen erwartet Sie. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, kommen wir zur Sache, Adventure Kelling, und ich kann es kaum erwarten, zu antworten. Lektion 11. Vorbereitung auf den perfekten Kurzurlaub. In Ordnung, Anna. Ich denke, wir haben die perfekte Hütte für unseren bevorstehenden Rückzugsort in den Bergen gefunden. Das passt wirklich gut zusammen. Fantastisch. Ich bin so aufgeregt. Was sind die Details auf der Kabine? Hat es alle gemütlichen Annehmlichkeiten, auf die wir gehofft haben? Absolut. Es hat einen wunderschönen Steinkamin, einen luxuriösen Whirlpool und sogar eine kleine Küchenzeile, in der wir einige Mahlzeiten zubereiten können. Oh, klingt göttlich. Und die Lage ist auch gut, nehme ich an? Irgendwo schön und abgelegen, mit vielen Outdoor-Aktivitäten in der Nähe? Du hast es. Es liegt direkt im Herzen der Berge und bietet einfachen Zugang zu Wanderwegen, einem schönen See und allen möglichen anderen Outdoor-Abenteuern. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir uns dort entspannen und uns wieder mit der Natur verbinden. Das wird genau das sein, was wir brauchen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Und das Beste daran ist, dass wir vor der Reise genug Zeit haben, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Ausgezeichneter Punkt. Das gibt uns genügend Zeit, um alle notwendigen Vorräte zu sammeln und unsere Reiseroute zu planen.
Genau. Ich dachte, wir könnten eine Liste mit allem machen, was wir einpacken wollen. Wanderausrüstung, gemütliche Kleidung, Koschütensilien, solche Dinge. Oh, ja, eine Packliste ist ein Muss. So vergessen wir nichts Wichtiges und können uns einfach darauf konzentrieren, unsere Auszeit zu genießen. Exakt. Und wir können auch alle Sondergenehmigungen oder Aktivitäten, die wir reservieren möchten, im Voraus prüfen. Gute Überlegung. Ich würde nicht auftauchen und herausfinden wollen, dass die besten Kajaktouren bereits ausgebucht sind. Absolut. In Ordnung. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen. Je besser wir organisiert sind, desto entspannter können wir sein, wenn wir dort sind. Unbedingt. Ich bin dran. Das wird der reibungsloseste, stressfreieste Bergurlaub aller Zeiten. Ich habe keinen Zweifel. In Ordnung, Zeit, diese Show auf die Straße zu bringen. Ziel, pure, glückselige Gelassenheit. Ja, machen wir es. Ich kann es kaum erwarten, in dieser gemütlichen Kabine zu entspannen und die ganze natürliche Schönheit zu genießen. Das wird unglaublich. Du hast es gesagt. In Ordnung, machen wir es möglich. Unser Traumrückzugsort in den Bergen erwartet Sie. Lektion 12. Die Wunder der industriellen Innovation. Hey Anna, wusstest du, dass die Dampfmaschine, der Schraubenpropeller und die Kraft der Elektrizität allesamt wichtige Durchbrüche in der industriellen Revolution waren? Wow, ich hatte keine Ahnung, dass das in dieser Zeit so wichtige Innovationen waren. Kannst du mir mehr über ihre Bedeutung erzählen? Absolut. Die Dampfmaschine zum Beispiel hat den Transport und die Fertigung komplett verändert. Sie ermöglichte viel leistungsfähigere und effizientere Maschinen. Das ist faszinierend. Ich kann mir nur vorstellen, wie revolutionär das gewesen sein muss, Zugang zu dieser Art von mechanischer Kraft zu haben. Genau. Und der Schraubenpropeller war ein Wendepunkt in der Schiffstechnik, denn er machte Schiffe schneller und manövrierfähiger. Unglaublich. Es ist erstaunlich, wie diese scheinbar einfachen Innovationen so tiefgreifende Auswirkungen auf Branchen und Exploration haben können. Definitiv. Und dann ist da noch das Aufkommen der Elektrizität, was alle möglichen neuen Möglichkeiten eröffnete, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Nachrichten über Kabel zu senden. Ah ja, der Telegraph. Das muss ein großer Fortschritt in der Kommunikation und im Informationsaustausch gewesen sein. Absolut. Es hat die Welt in vielerlei Hinsicht geschrumpft und eine viel schnellere Übertragung von Daten und Nachrichten ermöglicht. Das ist bemerkenswert. Die industrielle Revolution war eindeutig eine Zeit immenser technologischer Durchbrüche und Fortschritte. Absolut. Diese Innovationen legten wirklich den Grundstein für die moderne Welt, wie wir sie heute kennen. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie sehr unser Leben von diesen entscheidenden Entdeckungen und Erfindungen geprägt wurde. Definitiv. Die Dampfmaschine, der Schraubenpropeller, Elektrizität, sie alle haben die Industrie und das tägliche Leben tiefgreifend verändert. Ich bin beeindruckt vom Einfallsreichtum und der Vision der Pioniere, die für diese bahnbrechenden Entwicklungen verantwortlich waren. Ich auch. Sie haben wirklich den Weg für so viele Fortschritte und Technologien geebnet, die wir heute genießen. Absolut. Es ist demütigend, darüber nachzudenken,
wie viel unsere moderne Welt den Innovatoren der industriellen Revolution zu verdanken hat. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich bin offiziell inspiriert, mich eingehender mit der Geschichte und den Auswirkungen dieser wegweisenden Innovationen zu befassen. Ja, ich auch. Dies war ein faszinierender Einblick in eine entscheidende Ära des menschlichen Fortschritts. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu erfahren. Hervorragend, machen wir es. Die Wunder der industriellen Innovation rufen, und ich bin bereit, all ihre Geheimnisse aufzudecken. Absolut, lass uns gehen. Dies wird eine aufschlussreiche Erkundung technologischer Meilensteine sein, die die Welt verändert haben. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, Zeit, unser Geschichtsfan anzusprechen. Die industrielle Revolution erwartet sie. Lektion 13. Erkundung des Influencer-Marketings. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit nach neuen Ideen gesucht, um unseren Umsatz anzukurbeln? Tatsächlich habe ich viel über Influencer-Marketing nachgedacht. Es scheint, als könnte dies eine wirklich effektive Strategie für uns sein. Influencer-Marketing, Das ist ein interessantes Konzept. Was genau beinhaltet das? Nun, die Idee ist, mit einflussreichen Personen oder Persönlichkeiten in unserer Branche zusammenzuarbeiten, die eine starke Fangemeinde in den sozialen Medien haben. Ah, ich verstehe. Sie würden also im Wesentlichen für unsere Produkte oder Dienstleistungen bei Ihrem Publikum werben, oder? Genau. Die Hoffnung ist, dass Ihre Unterstützung und Reichweite dazu beitragen würden, mehr Traffic und Umsatz auf unsere Weise zu erzielen. Das klingt vielversprechend. An welche Art von Influencern wollten Sie sich wenden? Ich habe mir einige der besten Blogger und Instagram-Stars in unserer Nische angesehen. Sie scheinen eine wirklich engagierte Fangemeinde zu haben. Interessant. Und wie würden wir mit Ihnen zusammenarbeiten? Was ist der typische Prozess? Normalerweise geht es darum, Ihnen kostenlose Produkte zu schicken oder Ihnen eine Gebühr zu zahlen, um unsere Inhalte in Ihren Inhalten zu veröffentlichen. Ich verstehe. Und welche Ergebnisse können wir von einer solchen Partnerschaft erwarten? Nun, das beste Szenario ist eine deutliche Steigerung der Markenbekanntheit und ein spürbarer Umsatzanstieg. Wow, das wäre unglaublich. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, es weiter zu erkunden. Was sollten Ihrer Meinung nach unsere nächsten Schritte sein? Ich denke, der erste Schritt besteht darin, die richtigen Influencer zu identifizieren, die wir ansprechen können, diejenigen, die gut zu unserer Marke und Zielgruppe passen. Exzellente Idee. Und dann können wir anfangen, Sie zu erreichen und unsere Ideen für die Zusammenarbeit vorzustellen. Genau. Ich freue mich wirklich über das Potenzial dieser Strategie. Ich habe das gute Gefühl, dass sie für uns wegweisend sein könnte. Ich auch. In Ordnung. Lass uns eintauchen und sehen, welche Art von Influencer-Magie wir einsetzen können. Das wird lustig. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, den Stein ins Rollen zu bringen. Influencer-Marketing, wir kommen. Du hast es gesagt. In Ordnung. Zeit, unsere Kontakte zu verbessern und ein paar Social-Media-Superstars für uns zu finden. Ja, machen wir es. Das wird eine bahnbrechende Gelegenheit sein. Ich weiß es einfach. Ich stimme voll und ganz zu. In Ordnung. Machen wir es möglich. Die Zukunft unseres Vertriebs hängt davon ab. Lektion 14. Die faszinierende Inuit-Kultur.
Hey Anna, wusstest du, dass die Ureinwohner der arktischen Regionen Inuit genannt werden? Oh, das ist interessant. Ich war mit dem Begriff nicht vertraut. Was kannst du mir über das Volk der Inuit erzählen? Nun, das Wort Inuit bedeutet in ihrer Sprache eigentlich das Volk. Sie sind in den zirkumpolaren Regionen der Arktis beheimatet, einschließlich Teilen Kanadas, Alaskas, Grönlands und Russlands. Faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass das Leben in einem so rauen, kalten Klima einige unglaubliche Überlebensfähigkeiten und Anpassungen erfordert haben muss. Absolut. Die Inuit haben hochspezialisierte Jagd- und Fangtechniken entwickelt, um in diesen extremen Umgebungen erfolgreich zu sein. Das kann ich mir nur vorstellen. Was sind einige der einzigartigen Aspekte der Kultur und Traditionen der Inuit? Nun, ihre traditionelle Lebensweise ist sehr eng mit Land und Meer verbunden. Sie sind erfahrene Navigatoren und verfügen über ein unglaubliches Wissen über die lokale Tierwelt und die Ökosysteme. Das ist wirklich beeindruckend. Und wie halten Sie diese tiefe Verbindung zu Ihrer Umwelt in der Neuzeit aufrecht? Viele Inuit-Gemeinden üben immer noch traditionelle Subsistenzaktivitäten wie Jagen, Fischen und Sammeln aus. Sie haben daran gearbeitet, ihre Sprache, Kunst und kulturellen Praktiken zu bewahren. Das ist wunderbar zu hören. Es ist so wichtig, indigene Kulturen zu schützen und zu feiern, insbesondere diejenigen, die so tief mit ihrer natürlichen Umgebung verwoben sind. Absolut. Die Inuit können uns so viel über nachhaltiges Leben und die Anpassung an herausfordernde Umgebungen beibringen. Ich stimme zu. Ihre Widerstandsfähigkeit und Ehrfurcht vor dem Land sind wirklich inspirierend. Was sind einige der einzigartigen Aspekte der Kunst und des Handwerks der Inuit? Sie sind bekannt für ihre komplizierten Schnitzereien, Webereien und traditionelle Kleidung aus Materialien wie Robbenfell und Karibufell. Wow, das klingt absolut wunderschön und praktisch. Ich würde gerne einige Beispiele ihrer künstlerischen Ausdrucksformen sehen. Ich auch. Ich denke, die Kunst und Kultur der Inuit eingehender zu erkunden, wäre eine wirklich faszinierende Lernerfahrung. Definitiv. Es gibt so viel Reichtum und Weisheit von dieser unglaublichen indigenen Gruppe zu entdecken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Okay, lass uns tiefer in die Welt der Inuit eintauchen. Ich merke schon, dass es so viel zu entdecken gibt. Absolut, ich bin da bei dir. Dies wird eine augenöffnende Erkundung einer wirklich einzigartigen und widerstandsfähigen Kultur sein. Definitiv. In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Die Arktis erwartet sie und die Inuit haben uns so viel beizubringen. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine unglaubliche Lernreise. Weiter in die faszinierende Welt der Inuit. Gut gesagt. Gut, machen wir das Zeit, die Geheimnisse einer der bemerkenswertesten indigenen Kulturen der Welt zu lüften. Lektion 15. Durchdachte Präsentationsstrategien. Hallo Anna, ich wollte mit dir über unsere bevorstehende Präsentation sprechen. Ich habe ein paar Gedanken, die ich teilen möchte. Toll, ich bin ganz Ohr. Was haben Sie im Sinn? Nun, zuallererst denke ich, dass es wichtig ist, dass wir die Bedürfnisse unseres Publikums während des gesamten Prozesses berücksichtigen. Absolut. Das ist ein großartiger Punkt. Wir möchten sicherstellen, dass der Inhalt für Sie ansprechend und zugänglich ist.
Genau. In diesem Sinne ist mir aufgefallen, dass Sie im Entwurf der Präsentation viel Fachjargon verwendet haben. Oh, guter Fang. Sie haben recht, wir wollen die Sprache vereinfachen und eine zu komplexe Terminologie vermeiden. Definitiv. Das Ziel ist es, unser Publikum zu informieren und aufzuklären, nicht zu verwirren oder zu entfremden. Exzellente Beratung. Denken Sie auch bei zukünftigen Präsentationen daran. Irgendwelche anderen Vorschläge? Nun, ich denke auch, dass es hilfreich wäre, mehr visuelle Hilfsmittel einzubauen, Diagramme, Grafiken, sogar kurze Videos. Oh, ja, das ist eine tolle Idee. Visuelle Elemente können wirklich dazu beitragen, den Inhalt zum Leben zu erwecken. Absolut. Es hält die Leute bei der Stange und hilft, die wichtigsten Punkte, die wir ansprechen, zu bekräftigen. Ich liebe es. Okay, ich werde diese Strategien auf jeden Fall umsetzen, wenn wir die Präsentation abschließen. Wunderbar. Und noch eine letzte Sache. Ich denke, es wäre eine gute Idee, einige interaktive Elemente einzubauen. Interessant, was denn? Ich möchte sicherstellen, dass wir die Zuschauerbeteiligung maximieren. Vielleicht ein paar Fragerunden oder sogar eine kurze Gruppenaktivität. Nur um die Leute aktiv einzubeziehen. Ich verstehe, was du meinst. Das würde es zu einer viel dynamischeren und einprägsameren Präsentation machen. Genau. Je mehr wir das Publikum einbeziehen können, desto wirkungsvoller wird das gesamte Erlebnis sein. Mir gefallen all diese durchdachten Ideen wirklich, John. Das wird unsere Präsentation auf die nächste Stufe heben. Ich freue mich, dass du so denkst. In Ordnung. Lassen Sie uns unsere Köpfe zusammenstecken und anfangen, diese Konzepte in die Realität umzusetzen. Absolut, machen wir es. Mit diesen Strategien in unserer Gesäßtasche weiß ich, dass diese Präsentation ein großer Erfolg werden wird. Ich habe keinen Zweifel. In Ordnung. Die Vorbereitung der Präsentation beginnt jetzt. Machen wir es möglich. Du hast es, Partner. Das wird großartig. Das Engagement des Publikums. Wir kommen. Verdammt ja. In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Die Bühne ist bereit für ein unvergessliches Präsentationserlebnis. Lektion 16. Über die Ursprünge des neuen Jahres nachdenken. Hey Anna, wusstest du, dass am 31. um Mitternacht das Jahr auf 2002 umgestellt wird? Ich frage mich, wer diese ganze Idee des neuen Jahres erfunden hat. Das ist eine gute Frage. Ich bin mir der Ursprünge nicht ganz sicher, aber es ist sicherlich eine faszinierende Tradition, die es schon seit Jahrhunderten gibt. Du hast recht, das ist ein wirklich alter Brauch. Ich bin neugierig, mehr darüber zu erfahren, wie und warum es angefangen hat. Ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass es etwas mit der zyklischen Natur der Jahreszeiten und des Kalenders zu tun hat. Ah ja, das macht Sinn. Den Übergang von einem Jahr zum nächsten zu markieren, muss für die alten Kulturen eine wichtige Möglichkeit gewesen sein, den Überblick über die Zeit zu behalten. Definitiv. Und ich frage mich, ob der Neujahrsfeier damals irgendwelche spirituellen oder symbolischen Bedeutungen beschmessen wurden. Guter Punkt. In einigen Glaubenssystemen hätte es als eine Zeit der Erneuerung oder Wiedergeburt angesehen werden können. Genau. Das Umdrehen des Kalenders hätte eine Chance sein können,
neu anzufangen und das Alte hinter sich zu lassen. Das ist eine interessante Perspektive. Ich wette, im Laufe der Geschichte gibt es alle möglichen faszinierenden kulturellen Traditionen und Rituale, die mit dem neuen Jahr verbunden sind. Ich bin mir sicher, dass es welche gibt. Es wäre wirklich cool zu erkunden, wie verschiedene Zivilisationen und Regionen diesen jährlichen Übergang gefeiert haben. Absolut. Wahrscheinlich könnten wir viel über die Geschichte der Menschheit und die Entwicklung unserer Kalender und Zeitmessung lernen. Definitiv. Das neue Jahr ist ein allgegenwärtiger Teil unseres modernen Lebens, aber seine Ursprünge sind wahrscheinlich ziemlich komplex. Ganz gewiss. Plötzlich bin ich wirklich neugierig, in die Ursprünge und die Entwicklung dieses universellen Festes einzutauchen. Ich auch. Das wird ein faszinierendes Kaninchenloch sein, das es zu erkunden gilt. Ich kann es kaum erwarten, die faszinierende Geschichte hinter dem neuen Jahr zu entdecken. Das gleiche hier. In Ordnung. Lasst uns recherchieren, die Geheimnisse des neuen Jahres erwarten euch. Du hast es. Das wird eine aufschlussreiche Reise in die Vergangenheit. Ich bin bereit, alles darüber zu erfahren. Hervorragend. In Ordnung, Zeit, die Geheimnisse des neuen Jahres zu lüften, machen wir das. Lektion 17. Ein Plan für einen Wochenendausflug. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen kurzen Wochenendtrip zu planen. Was hältst du von einem Aufenthalt von 2 Nächten? Ein Wochenendtrip klingt herrlich. Ein Aufenthalt von 2 Nächten sollte genau richtig sein. Wann hast du darüber nachgedacht zu gehen? Ich dachte, wir könnten am Freitagabend abreisen und am Sonntag wiederkommen. Auf diese Weise hätten wir einen ganzen Samstag Zeit zum Erkunden. Perfekt. Das gibt uns viel Zeit, ohne zu viel Freizeit zu nehmen. Haben Sie ein Ziel vor Augen? Ich dachte an einen nicht allzu weit entfernten Ort, vielleicht eine malerische kleine Stadt ein paar Stunden entfernt. Was denkst du? Oh, das könnte wirklich nett sein. Irgendwo mit bezaubernden Geschäften, gutem Essen und vielleicht ein paar Outdoor-Aktivitäten. Genau. Ich stellte mir ein gemütliches Bed und Breakfast oder ein kleines Boutique-Hotel vor. Etwas mit viel Charakter. Das klingt wunderbar. Und ein Samstag, um herumzulaufen und die lokale Kultur zu genießen, wäre einfach ideal. Absolut. Ich denke, ein Aufenthalt von 2 Nächten würde es uns ermöglichen, uns wirklich zu entspannen, ohne uns zu sehr in Eile zu fühlen. Ich stimme zu. Es ist die perfekte Zeit, um wegzukommen, ohne das Gefühl zu haben, dass wir einen Urlaub von unserem Urlaub brauchen. Haha, genau. Okay, sollen wir uns dann ein paar mögliche Ziele ansehen? Ja, machen wir es. Ich freue mich so darauf, mit dir einen kleinen Wochenendausflug zu planen. Wunderbar. Dies wird eine großartige Gelegenheit für uns sein, neue Energie zu tanken und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, lass uns anfangen, ein paar Ideen für den perfekten Wochenendausflug zu sammeln. Klingt gut für mich. Zeit, von unserem gemütlichen kleinen Rückzugsort zu träumen. Das wird unglaublich. Ich weiß, ich kann es kaum erwarten. Okay, machen wir uns auf die Suche. Der perfekte Wochenendausflug erwartet Sie. Darauf kannst du wetten. In Ordnung, machen wir das,
Ein erholsames, romantisches Wochenende steht vor der Tür. Ich bin so bereit dafür. Lass die Planung beginnen. Das wird die beste kleine Reise aller Zeiten. Definitiv. In Ordnung, lassen wir etwas Magie geschehen. Unsere Wochenendoase ruft. Lektion 18. Der Wert des Single-Lebens. Hey Anna, ich habe über diese faszinierende Frage nachgedacht. Was ist der Wert eines Single-Lebens im Vergleich zu einem Leben mit einem Partner? Das ist eine tiefgründige und zum Nachdenken anregende Frage. Es ist nicht einfach zu beantworten, das ist sicher. Genau. Es gibt so viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, finanzielle, emotionale, soziale. Es ist ein komplexes Thema. In der Tat. Einerseits kann Alleinsein mehr Freiheit und Unabhängigkeit bieten. Eine Partnerschaft bringt aber auch ihre eigenen Vorteile mit sich. Absolut. Es ist keine einfache Angelegenheit von mehr oder weniger Wert. Es hängt wirklich vom Einzelnen und seinen Prioritäten ab. Definitiv. Manche Menschen haben vielleicht das Gefühl, dass ihr Single-Leben mehr wert ist, während andere in einer festen Beziehung gedeihen. Richtig. Und diese Werte können sich im Laufe der Zeit sogar ändern, wenn sich unsere Bedürfnisse und Wünsche im Laufe des Lebens weiterentwickeln. Das ist ein gutes Argument. Was in unseren 20ern wertvoll erscheinen mag, kann sich stark von dem unterscheiden, was wir in unseren 40ern oder 50ern schätzen. Genau. Es ist eine sehr persönliche und nuancierte Frage ohne eine allgemeingültige Antwort. Stimme voll und ganz zu. Es gibt keine allgemeingültige Formel, um den Wert eines einzelnen Lebens im Vergleich zu einem gekoppelten Leben zu bestimmen. Genau. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht und den richtigen Lebensstil zu finden, der unseren individuellen Werten und Bestrebungen entspricht. Exakt. Und dieses Gleichgewicht kann von Person zu Person sehr unterschiedlich aussehen. Absolut. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, das anzugehen, es geht darum herauszufinden, was dir am meisten Erfüllung bringt. Genau. Es ist ein sehr subjektives und kompliziertes Problem ohne einfache Lösungen. Definitiv. In Ordnung. Ich denke, wir haben die Komplexität dieser faszinierenden Frage gründlich untersucht. Absolut. Es war eine zum Nachdenken anregende Diskussion. Das ist sicher. Es gibt viel über den Wert des Single-Lebens nachzudenken. Definitiv. Okay, Zeit, unsere Gedanken zum nächsten tiefen philosophischen Dilemma zusammenzusetzen. Haha, her damit. Ich bin bereit für die nächste umwerfende Frage. Das war eine großartige intellektuelle Übung. Du weißt es. Okay, schauen wir mal, welche anderen tiefgründigen Anfragen wir als nächstes auspacken können.